Hallo, herzlich willkommen auf dem Nico Stanizo Kanal. Heute machen wir einen traumhaft leckeren, cremigen Schokoladenpudding. Oh Gott sei Dank, das war nur ein Traum. Ja, kein Traum ist, was jetzt folgt, nämlich mein Rezept für einen super leckeren, cremigen Schokoladenpudding. Wenn man den kaufen könnte, ich vermute, der wäre immer vergriffen. Okay, genug der Superlative. Kommen wir zu den Zutaten. Als erstes erwärme ich mir hier 460 Gramm Milch, ganz langsam bei schwacher Hitze, in einem Topf natürlich. In der Zwischenzeit kommen 20 Gramm Zucker und 35 Gramm Speisestärke in eine Schale und die verrühren wir dann. Und danach trennen wir 4 Eier Größe M. Die Eigelbe geben wir zu der Stärkemischung und verrühren die dann. Anschließend können wir dann die Eiweiß steif schlagen. Sowie die schaumig aufgeschlagen sind, geben wir einen Esslöffel Zucker dazu und einen halben Teelöffel Salz. Ja, inzwischen sollte dann auch die Milch heiß genug sein und dann können wir darin 200 Gramm dunkle Kuvertüre auflösen, die mindestens 56% Kakaoanteil hat, besser sind 63. Aber wie gesagt, mindestens 56%, also das ist diese dunkle Zartbitter-Schokolade. Die rühren wir mit dem Schneebesen ein, ziehen den Topf beiseite und lassen die Kuvertüre für 2-3 Minuten auflösen. Und dann können wir von dieser Schokomilch schluckweise in diese Eigelbmischung was reingeben und verrühren. Das verhindert, dass das Eigelb nachher einen Schock bekommt, wenn wir das dann eben in diese Schokomilch einrühren, um die Puddingmasse abzubinden. Die restliche Schokomilch stellen wir dann wieder auf den Herd, erhitzen die bei mittlerer Hitze und rühren eben diese Stärkemischung jetzt mit der Schokomilch ein. Und dann heißt es die ganze Zeit rühren, rühren, rühren und den Schokopudding bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen. Wenn die Masse kocht, also dann ziemlich dickflüssig blubbert, muss die für 1 Minute kochen. Dabei ist wirklich ganz wichtig, dass du die ganze Zeit kräftig rührst. Jetzt habe ich ganz vergessen zu erwähnen, dass wir uns vorher noch bitte ein kaltes Wasserbad vorbereiten. Sowie die Puddingmasse fertig gekocht hat, stellen wir die ins Wasserbad und rühren dann auch weiter, und zwar die ganze Zeit. Wir wollen nämlich dringend verhindern, dass sich eine Haut auf dem Pudding bildet. Und zwar rühren wir so lange weiter, bis die Puddingmasse nicht mehr dampft. Die Puddingmasse ist jetzt allerdings immer noch sehr heiß, das ist auch okay so. Und dann geben wir 1/3 von dem Eischnee dazu und rühren den kräftig mit dem Schneebesen unter die Puddingmasse. Dann kommt das nächste Drittel dazu, das verrühren wir wieder. Und dann kommt das letzte Drittel vom Eischnee dazu und das heben wir dann auch nochmal unter die Puddingmasse ordentlich. Und dann können wir den Pudding schon in
4 kleine Schalen abfüllen, sofort abdecken und kalt stellen. Und dann muss der Pudding für mindestens 6 Stunden kühlen. Ja, und dann? Ich konnte es nicht mehr abwarten. Ich habe jetzt ja 6 Stunden warten müssen, bis der endlich fest war. Also richtig fest und kühl. Da musste ich jetzt einfach schon mal vorher probieren. Ich kann wirklich empfehlen, unbedingt ausprobieren. Es ist ein so leckerer, cremiger Pudding. Also wie gesagt, traumhaft lecker. Klar, ich kann hier natürlich viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Am Ende kannst du das nur herausfinden, wenn du den Pudding selber machst. Und ja, das gesagt, würde ich jetzt mich auch verabschieden, damit du Zeit hast, in die Küche zu gehen, den Pudding zu machen. Wenn dir mein Video gefallen hat, sei so lieb, lass mir einen Daumen nach oben da oder nach unten, wie du magst. Wenn du meinen Kanal Nico Staniszok noch nicht abonnierst, dann freue ich mich wirklich sehr darüber, wenn du den Kanal Nico Staniszok abonnierst. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Am nächsten Sonntag ist es soweit. Also, ich verabschiede mich für heute. Ich muss Pudding essen. Also, tschüss. Schokoladenpudding machen gehen. So lecker. Der Beste. Selber gemacht. Mega lecker.